Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und Melanie habe ich natürlich auch mit dabei. Da seht ihr die kleine Maus hoffentlich. Ja, da ist sie. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir sehen wieder richtig krass aus. Wir haben Kapuze auf, wir haben die Mütze drunter, wir haben ein Sondelgerät dabei und wir sind hier an der Atlantikküste. Da wollten wir hin. Hier geht es wieder richtig ab. Denn wir sind natürlich wieder auf den Spuren des Zweiten Weltkriegs. Und was wir uns hier angucken, das seht ihr nach dem Intro. Also dranbleiben. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg. Es ist noch ein bisschen hin, diese Richtung. Ihr könnt vielleicht da so ein bisschen am Horizont einen Turm erkennen. Da wollen wir hin, denn da stand mal ein Würzburg-Riese und eine Küstenbatterie der Deutschen, und zwar die Agger Tange hieß die. Und ja, Würzburg-Riese sollte vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff sein, war eine Radaranlage, die man im Zweiten Weltkrieg genutzt hatte auf deutscher Seite. Und hier in Dänemark gab es halt ein umfangreiches Radarnetz. Und diese Küstenbatterie war ein Teil dieses Radarnetzes und hatte natürlich gleichzeitig die Aufgabe, ja, diesen Küstenstreifen hier zu sichern. Denn wir sind hier nicht unweit von dem Flughafen Aalborg entfernt. Und den galt es damals zu sichern für die Versorgung Richtung Norwegen. Und deshalb wollte man jetzt hier von der Wasserseite das entsprechend auch schützen und hatte auch schon am 9. April 1949 da erste Feldstellungen, 4 120 mm Geschütze aufgebaut. Später wurde das noch erweitert und wie gesagt dann mit dieser Küstenbatterie ja, fertiggestellt. Das Ganze sollte dann auch noch mal verlegt werden, wo man ein besseres Schussfeld hatte und wo noch mal stärkere Kanonen verbaut werden sollten. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zum späteren Abschnitt hinzu. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in dem Video schaffen oder halt in einem nächsten. Aber das, wie gesagt, ist eine Geschichte für sich. Wir wollen jetzt auf dem Weg dahin mal gucken, was wir hier mit dem Sondelgerät jetzt hier am Strand so finden. Es sieht auf jeden Fall hier ganz gut aus, also kein Müll oder irgendwas. Und mal gucken, ob das wieder so funktioniert. Wie gesagt, wir fangen ja gerade mal an. Wir haben einmal das Ding jetzt eingesetzt und testen es heute hier einfach nochmal. Also es wird einen kurzen Einspieler geben, wie wir hier mal wieder ein bisschen sondeln. Also dranbleiben. So Leute, wie ihr seht, habe ich keine Sondel mehr in der Hand, sondern eine Taschenlampe. Wir haben jetzt gerade eben hier alles, von da hinten sind wir gekommen, alles hier abgesondelt. Der ist so sauber, der Strand. Also wir haben auch noch mal ein paar Tests gemacht, Münzen reingeworfen. Die müssen so klar durchkommen, auch tiefer. Aber ne, da sind die Glaube hier mal irgendwie mit Gerät durchgegangen oder da ist einfach so. Ne? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier endlich an der Batterie angekommen.
Wir haben jetzt nämlich hier die ersten Munitionsbunker, die man zusätzlich mit gebaut hat. Und da ist jetzt halt das Problem, dass die halt auch zu nah am Wasser gewesen sind. Also auch wenn hier die Küste schon um einiges verloren hat an Material und das Wasser hier immer mehr die Düne erreicht, aber die Bunker waren trotz alledem zu nah. Und es waren mindestens 3 Munitionsbunker. Ja, mit denen kommen wir wahrscheinlich so gar nicht mehr rein hier. Und auf jeden Fall ein Leitstand. Ich glaube, da wo Melanie ist, das sieht man schon ganz gut wieder. Da ist der Leitstand. Also für alle, die sich da jetzt noch nicht so auskennen, Leitstand ist halt im Prinzip da, wo die Beobachtung stattgefunden hat, das Absuchen des Horizonts hier an der Küstenlinie nach möglichen Zielen, Schiffe beobachten. Da hat man die ganzen Fernrohre oder diesen, jetzt komme ich wieder nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine, diesen ganz langen, ja, auf jeden Fall hat man da die Beobachtung halt durchgeführt. Das sieht aber auch richtig krass aus hier. Schaut mal, das liebe ich hier so wieder am Atlantikwall, in dem Bereich jetzt, Norwegen oder Dänemark. Dänemark ist es ganz verstärkt, weil da die Regelbauten halt noch von Frankreich rüber, also die Regelbauten vom Atlantikwall-Programm hier sehr stark noch gebaut wurden. Das hat man in Norwegen ja nicht mehr so krass. Also je höher man kommt, umso einfacher waren die ganzen Bauten. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir hier überhaupt reinkommen. Ja, auf jeden Fall war das ein Einstieg. Oh, jetzt ist es auch gerade mal ruhig. Ihr hört das wahrscheinlich nicht, weil ich ja hier wieder Funkmikro dran habe. Oh. Aber ich glaube, da bräuchte ich auch einen Klappspaten. Aber jo, hier ist die Grenze. Also man könnte sich rein theoretisch hier reingraben, Leute. Das würde schon gehen, weil der Sand, der ist wirklich richtig locker. Da unten habe ich es gerade eben freigegraben. Das würde schon gehen, aber ich denke mal, der ist drin aus so weit zu. Mal gucken, ob wir irgendwo oben über diesen Seeschlitz, über die Scharte. Ach, hier ist ein Tobruk. Ja, das ist wieder der typische Tobruk, so wie er aussehen muss. Ja, der ist komplett bis oben hinzu. Melanie ist einmal rumgegangen, hat aber keinen Eingang gefunden, aber da oben wäre im Prinzip der Zugang. Also da wäre eine Öffnung aber ich komme hier nicht durch. Da bin ich auch viel zu breit hier, um hier durchzukriechen. Ein ganz schöner Kravenzmann. Ja, und die mussten halt, wie gesagt, in jeder Küstenbatterie mussten die gesetzt werden. Meistens waren die noch deutlich höher von den restlichen Kanonstellungen gesetzt, damit die noch mehr sehen konnten und nicht so nah. Ich kann jetzt gar nicht sagen, weil das, wie gesagt, sind, soweit ich das gelesen habe, hier die Munitionsbunker, die wir hier alle sehen. Und wo die Kanonen eigentlich dann in dem Moment standen. Aber der wurde halt, wie gesagt, sehr früh gebaut. Schon 1940 wurde diese Stellung gebaut. Ihr seht ja, wie nah wir hier auch schon an dem Wasser sind. Wahnsinn. Aber man sieht halt, dass der schon gut durch das Salzwasser und alles gelitten hat hier. Das kann man hier so abhobeln hier. So, wie es hier aussieht, haben wir die Möglichkeit, hier in einen der Mannschafts- oder Munitionsbunker zu kommen. Das ist wahrscheinlich jetzt einer der Mannschaftsbunker. Siehst du, da kommen wir rein. Übrigens wurden dann später die 120 mm Geschütze, das waren höchstwahrscheinlich Beutegeschütze, die hat man
dann mit modernen 127 mm Geschütze ersetzt, ausgetauscht. Die hatten nämlich dann eine höhere Reichweite, bis zu 15 Kilometer. Und da hatte man das Ganze nochmal geupgradet. So wie es aussieht, kommen wir hier leider doch nicht rein, weil da unten müssen wir noch weiter. Wir sind jetzt praktisch hier im Eingangsbereich und da, schaut mal, an der Wand steht S und daneben wahrscheinlich T. Das steht für ständigen Ausbau. Das bedeutet, dieser Bunker hatte richtig gute Betonstärke, also mindestens 2 Meter, um halt entsprechend Beschuss wirksam standhalten zu können. Es gab noch F, das heißt dann feldmäßig, aber diese Bauten hier, die waren dann halt dauerhaft hier in der Nutzung und ständiger Ausbau bedeutet das im Prinzip. Also man konnte sich hier, sage ich mal, sich seiner Sache dann schon bewusst sein, dass man hier zumindest bessere Chancen hat, das Ganze zu überleben, wenn das hier beschossen wird mit schweren Waffen und so weiter. So, wir gucken mal, ob wir vielleicht in den anderen Zugang hier kommen. Ah, die Sonne kommt raus. Ich wollte schon sagen, heute haben wir natürlich wieder Wetter. Ja, gut, was heißt für uns? Uns interessiert das eigentlich nicht, ob das schlechtes Wetter ist oder gutes. Es gibt halt immer nur schlechte Kleidung. So, wie sieht es hier aus? Wahrscheinlich ähnlich. Er hat den ganzen Sand hier reingekippt. So, da seht ihr auch noch ein bisschen ein Teil oben vom S hier für ständiger Ausbau. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Also das sind definitiv die Mannschaftsbunker hier gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Keine Chance? Ah. Tuprok. Jo. Der ist zumindest nicht zu. Ja, also an jedem Mannschaftsbunker hat man jetzt hier noch zur Sicherung einen Tuprok errichtet oder eingesetzt, wo man jetzt hier wieder mit Maschinengewehr stehen konnte und bei einer möglichen Landung entsprechend hier das Ganze verteidigen konnte. Okay, dann gehen wir erstmal runter. So, ich fange für euch jetzt mal bitte das schöne Wetter hier gerade ein. Aus wo wir angekommen sind, war noch Weltuntergang, alles komplett bewölkt, Regen. Aber jetzt sieht es gut aus. Wir dürfen auch mal Glück haben. So, wir kommen jetzt hier zu dem nächsten Objekt. Und das muss wieder ein Munitionsbunker sein, weil er geht auch hier immer in die Düne rein. Das war bei dem anderen Objekt da hinten auch, dass man da für die Munition das noch ein bisschen besser gesichert hat. Ja, ich weiß jetzt nur wieder nicht, welcher Regelbautyp das dann ist. Ich glaube auch nicht, dass man hier bei dem reinkommt. Schauen wir mal. Ja, hier hinten war was geziegelt. Das könnte hier der Eingang gewesen sein. Ja, hier hat man noch, glaube ich, was für die Belüftung oder Ofenrohr. Ja, wobei, ich glaube, es hat was mit der Belüftung zu tun. Ich weiß nicht, ob hier nochmal ein separater Ofen drin war. Ja, und hier muss es einen Eingang gegeben haben. Könnte man auch wieder freigraben. Hier ist wieder ein Tuprok für die Sicherung. Das sieht man auch nicht so oft. Boah, wie groß der ist. Das ist ein richtiger
Bunkerturm. Und da oben drauf, da sieht man auch noch ein bisschen die Arretierung. Da stand der Würzburg-Riese drauf. Da in dem zweiten Abschnitt ist der Zugang. Boah. Das ist so riesig. Wir werden dann gleich mal, ich habe Gummistiefel an aber weit kann ich nicht reingehen. Wir werden gleich dann einmal gucken mit Mella mal einen Größenvergleich. Hier ist ein Zugang. Hier können wir rein. Da ist ein Zugang. Wahnsinn, das Teil. So, Freunde, hier seht ihr, die Flut kommt hier immer mehr. Und ich habe jetzt hier gerade noch Gummistiefel an, das klappt noch. Deshalb müssen wir uns sputen jetzt hier, um in diesen Bereich zu kommen. Nahverteidigung. Hier war die... Oh, jetzt muss ich erstmal hier hochkommen. Oh, alter Mann. Alter Mann. Oh Gott. Und hier... Oh Gott, hier wird's gruselig. Eieiei, das ist wie im U-Boot hier. Kurz bevor wir absaufen. Oh Gott, oh Gott. Hier ist schon das ganze Wasser. Das ist richtig gruselig, Leute. Das ist richtig gruselig. Hier ist ein eigenes Schwimmbecken. Da hinten geht es aber noch rum. Boah, guck mal, ich stehe jetzt gerade, Leute. Aber das ist alles schief hier, weil der hier schon sich verabschiedet. Oh. Was ist das denn hier? Das sieht aber auch krass aus. Ach du Scheiße, ey. Das klingt aber richtig übel hier. Mit der Brandung. Belüftungsrohr. Ist auch noch irgendein Relikt? Da kommt das Wasser durchgeschossen. Junge. Ui. So, jetzt müssen wir uns sputen. Jetzt wird das Wasser gleich wieder zurückgezogen. Mal gucken, ob wir noch mal in den einen Bereich kommen. Okay, let's go. Das Wasser geht zurück, oder? Oh, nee. Wird immer mehr. Mist. Ich habe nicht viel Möglichkeit. Okay, es geht zurück. Boah, Leute. Ach du Scheiße. Uiuiui. Jetzt wird es zurückgezogen. Guck mal, der ganze Raum da ist unter Wasser. Schnell mal gucken. Boah. Okay, schnell zurück. Das Wasser kommt. Oh. Ja, ich muss den ganzen Strand noch zurück. Leute, guckt euch das mal an, was ich hier gefunden habe. Das ist aber hammerhart. Das ist aber schon sehr alt. 1944. Das ist aber gerade richtig alt. Klar, es kann jemand reingeritzt haben, aber auf jeden Fall ist es sehr alt. Wie gesagt, diese Symbole werden auch nur gezeigt aufgrund der historischen Dokumentation, die wir hier vornehmen. Also keinerlei politischen Hintergründe. Aber wenn man das Licht hier weg hat, dann wird es richtig übel hier. Oh, gruselig. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich muss hier langsam raus. Sonst habe ich... Oh, jetzt komme ich gleich gar nicht mehr raus hier. Junge. Oh. Oh. Da sitzt Möller. Da haben wir noch einen Bunker. Uiuiuiui. Krasse Nummer hier. Am ehemaligen Bunkerturm für einen Würzburg-Riesen, den die Luftwaffe 1943 hier nochmal errichten lassen hat. Ja, es ist schon krass hier. So Leute, es wird jetzt nochmal wild hier.
Wir müssen hier nochmal rein. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Also ich muss auf jeden Fall diese Tür erwischen. Oder hier oben. Hier oben geht auch. Aber besser wäre die, oder? Oh, guckt euch die Wellen an. Räuberleiter. Meinst du, ich komme nicht hier rein? Wenn ich ganz schnell bin und das Wasser zieht sich zurück. Ja Leute, könnt ihr jetzt schon mal Wetten abschließen und es in die Kommentare schreiben, ob die Aktion Früchte trägt oder nicht. Hä? Ja, klar. Aber da kommen jetzt solche Monsterbrecher da hinten an. Ei. Ich schreie wahrscheinlich wieder unnötig, aber ich muss nicht mit Melanie. Ist eigentlich besser, gehe da rein, ne? Weil das hinten schaffe ich nicht. Oh. Ich muss erstmal die Taschenlampe, die gebe ich dir. So, können wir das hier aufbauen? Ne, wir haben jetzt gerade nichts dran. So, Melanie hat an. Ich versuche mich selber jetzt hochzuziehen. Ja, jo. Wow Leute, wir haben es geschafft. Mella, ich brauche die Taschenlampe. Pass erst mal auf. Zurück. Mella hat nämlich heute leider die Gummistiefel nicht mit. So, schnell. Und go. Yo, lauf weg. Also wenn das heute mal keine Action ist, dann weiß ich auch nicht. So. Okay. Oh, wenn das hier an diese Bunker hämmert, das Wasser, das ist auch Wahnsinn. Ne? Oh, Junge. Der ist ja auch schon richtig. Oh, das ist wie, als ob hier gerade was einschlägt. Gucken, ob er das nochmal hört. Achtung. Bum, bum, bum. Oh. Ach, der ist bis oben hin. Mit Kiesel und Sand voll. Oh, da habt ihr es nochmal gehört. Wahnsinn. Ey, wir kommen hier auch nicht sehr weit, Leute, ganz ehrlich. Oh. Also ich robb jetzt hierher. Das wäre der andere Eingang nämlich gewesen da. Also das heißt, der ist komplett unter Wasser. Also nicht unter Wasser, voll mit Kies. So wird ein Schuh draus. Oh. Oh. Leute, also wer bis hierhin geschaut hat, bitte noch mal ein Däumchen für uns da lassen und einen Kommentar, wie ihr die Aktion findet. Aber man musste überall reingucken. Jetzt hätten wir auch gerade das Hakenkreuz mit 1944 nicht gesehen. Das hat auch irgendwie so keinen Sinn gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch von Arno Tuck ist. Das macht sonst keinen Sinn. So, hier wäre der zweite Eingang. Wie ihr seht, es ist hier fast bis Oberkante voll Sand. Aber wir sind für euch reingekommen. Deshalb vermute ich mal, der andere Bunker unten, den wir freigraben wollten, das hatten wir wirklich vor. Das können wir, glaube ich, knicken. Diese ganzen Steine, die hier schon vom Meer bearbeitet wurden. So, jetzt gehe ich erst mal zum Ausgang. So, jetzt haben wir da von hier nochmal die schöne Aussicht auf den Würzburg-Turm. Jetzt jumpe ich nochmal runter. So, einmal runterspringen und das Wasser ist schon so weit vorn. Und jetzt, Leute. Uah.
Ja, wir haben uns auch gerade eben gefragt, hier bei den Würzburg-Riesen oben, da ist ja noch mal so ein Zugang, der praktisch in den Turm führt. So, was meint ihr? Findet man noch irgendwie die Möglichkeit, da reinzukommen? Also von innen haben wir ja gesehen, ist nicht. Da ist ja das Wasser auch direkt. Von außen, also ich schätze mal fast, dass das Personen hier auch gemacht haben. Die sind hier über die ehemaligen Belüftungsrohre da und da nach oben gekommen. Aber mir fehlt hier irgendwas. Da kann ich nicht greifen. Wir gucken eben noch mal von der anderen Seite. Auch da sieht es mau aus, aber oben ist ein Seil. Also werden auf jeden Fall Leute da schon mal hochgekommen sein. Aber wie sieht es für uns aus hier? Wir haben jetzt keinerlei Equipment, wo das jetzt irgendwie gehen würde. Also da habe ich nichts gesehen. Da sind sie wahrscheinlich hoch. Also man sieht, hier waren auch Sprossen dran, genau da nämlich hoch. Tja, aber leider funktioniert es nicht, Leute. Schade. Das wäre jetzt noch cool gewesen, wenn wir da jetzt irgendwie hochgekommen wären. Aber hier unten, das schaffe ich nicht. So, wir haben es jetzt noch mal gecheckt. Also ringsrum noch mal alles abgescannt. Es kann sein, dass hinten jetzt vielleicht eine Möglichkeit ist, glaube ich jetzt aber nicht. Aber wir haben die modernen Hilfsmittel. Wir haben die Drohne mit am Start. Und die lassen wir dann gleich hier noch mal fliegen. Und dann können wir das oben zumindest ein bisschen sehen, wie das aussieht. Rein können wir da auch jetzt nicht. Aber naja, trotzdem krasse Sache, sowas zu sehen hier. So, jetzt machen wir eben kurz hier noch eine kurze Pause an diesem Einbunker hier daneben. Und ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, die Geschütze hier, die waren wohl die ganze Zeit noch in offenen Bettungen. Also es sind nur die Mannschaftsbunker, Munitionsbunker und Leitstand gebaut worden. Und man hat 1944 in Coberreux versucht, also 7 Kilometer südöstlich, eine weitere Batterie aufzubauen und da, wie gesagt, diese Geschütze halt zu verlegen. Die hatte man, wie gesagt, noch ausgetauscht, die Geschütze auf die 127er, und die sollten dann halt verbunkert werden in Cobereux. Und das hat man 1944 noch angefangen, aber dann aufgrund Materialmangel ist das dann halt weiter stagniert, und 1945 hat man das Ganze dann halt auch aufgegeben. Ja, es war auf jeden Fall eine richtig spannende Geschichte. Wir werden jetzt hier auch gleich nochmal die Drohne fliegen lassen. Vielleicht sehen wir ja noch den einen oder anderen Bunker jetzt auf dem Weg zurück. Es sollten noch ein paar Tobrucks hier in den Dünen sein. Dann werden wir die natürlich auch noch mit aufnehmen. Ansonsten würde ich sagen, spitzenmäßiger Start hier am Atlantikwall jetzt. Die Westküste von Dänemark. Und mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Also dranbleiben, einschalten, liken, kommentieren. Alles, was man hier so machen muss oder auch nicht, ist vollkommen euch überlassen. Aber da würden wir uns freuen, und schaltet einfach das nächste Video ein. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.